Die magische Reise von Felix und seiner Kuscheldecke. In einem gemütlichen Haus am Waldrand lebte der kleine Felix. Seine Kuscheldecke mit den glitzernden Sternen war sein größter Schatz. Jeden Abend, wenn die Sterne am Himmel zu funkeln begannen, kuschelte sich Felix mit seiner Decke ins Bett. In dieser besonderen Nacht schien der Mond besonders hell durch Felix' Fenster. Die Sterne auf seiner Kuscheldecke begannen plötzlich zu tanzen und ein sanftes, silbernes Licht zu verströmen. Wie von Zauberhand erhob sich die Decke und hüllte Felix in ihr warmes Leuchten. »Komm mit mir«, flüsterte die Decke mit einer sanften Stimme. »Lass uns die Welt der Magie entdecken.« Felix spürte, wie er leicht wurde wie eine Feder, und gemeinsam schwebten sie durch das Fenster in die Nacht hinaus. Sie flogen über schlafende Wälder und stille Seen, bis sie zu einem leuchtenden Tor aus Sternenstaub kamen. Dahinter erstreckte sich eine zauberhafte Welt. Bäume mit kristallenen Früchten glitzerten im Mondlicht. Schmetterlinge mit leuchtenden Flügeln tanzten durch die Luft. Und kleine Lichtkugeln schwebten wie Laternen zwischen den Ästen. Im verwunschenen Wald trafen sie auf einen sprechenden blauen Hasen namens Hoppel, der sie zu einer geheimnisvollen Höhle führte. In der Höhle lebten kleine Lichtelfen, die Felix beibrachten, wie man mit Sternenstaub malen kann. Gemeinsam erschufen sie leuchtende Bilder an den Höhlenwänden. Ihre Reise führte sie weiter zu einem schwebenden Schloss aus Mondlicht. Dort begegneten sie dem weisen Zauberer Alrik, der in einem Raum voller schwebender Bücher lebte. Die Bücher erzählten Geschichten, die sich in der Luft abspielten, wie kleine Theaterstücke aus goldenem Licht. In einem Garten aus Kristallblumen fanden sie einen verzauberten Teich. Als Felix hineinschaute, konnte er die Träume anderer Kinder sehen, die wie bunte Fische durch das Wasser schwammen. Der weise Zauberer erklärte ihm, dass jeder Traum etwas Besonderes ist und dass man seine Träume mit anderen teilen sollte. Als die ersten Sonnenstrahlen den Horizont berührten, wusste Felix, dass es Zeit war, nach Hause zurückzukehren. Seine Kuscheldecke wickelte sich sanft um ihn und gemeinsam schwebten sie zurück durch das Sternentor. Am nächsten Morgen erwachte Felix in seinem Bett. Seine Kuscheldecke lag warm und weich um ihn herum. Beim Frühstück erzählte er seiner Mama von seinem wundersamen Traum. Sie lächelte liebevoll, während Felix von den tanzenden Sternen, dem blauen Hasen und dem Zauberer Alrik berichtete. Von diesem Tag an wusste Felix, dass seine Kuscheldecke mehr war als nur eine gewöhnliche Decke. Jede Nacht könnte der Beginn eines neuen, magischen Abenteuers sein. Und wenn er sich abends hinlegte, sah er manchmal noch ein kleines Funkeln in den Sternen seiner Decke, als würden sie ihm zuzwinkern und sagen: »Bis zum nächsten Abenteuer, kleiner Felix.« So endete die Geschichte von Felix und seiner magischen Kuscheldecke. Aber vielleicht war es auch erst der Anfang vieler weiterer, wunderbarer Traumreisen.